herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vampir, the Masquerade, Bloodlines. Wir sind, wer hätte das anders gedacht, immer noch in der Kanalisation, suchen die Nosferatu, haben uns nur noch durch Gegnerhorden gekämpft und ja, ich glaube dann, wenn wir hier reinspringen, müssten wir da durch sein eigentlich. Oder wir stachen länger in den Abgrund und irgendwann starrt uns etwas aus dem Abgrund an. Ist sogar hier so ein Zitat oder so ein Spruch, den es dort gibt. Jetzt gleich bei auch so einen Horrorfilm am Anfang haben. Starrst du nur lange genug in den Abgrund, starrt der Abgrund dich an oder sowas in der Art. Gut, wir gehen mal rein. Und der nächste Ladebildschirm. Angriffsmodus wechseln, Tab. Ach, da bin ich. Da, oder? Ich glaube, jetzt sind wir angekommen. Im Reich der Nosferatu. Das ist nämlich der Müll, drin in Mülltonnen. Welcher anderer Kram. Ich glaube, es muss viel schon sein. Oder kleine Fensterchen, VIP-Raum. Wo geht's denn eigentlich hin, wenn ich die andere Ecke mir ansehe? Und hier geht's auch noch irgendwo hin. Wo geht's hier hin? Bin ich hier oben dann? Muss ich jetzt hoch oder muss ich jetzt runter? Weil ich bin ja VIP, ich möchte eigentlich einen VIP haben. Abspeichern. Nicht, dass da irgendwas ist und ich komme da nicht zurück, weil dann, was weiß ich, der Weg blockiert ist oder irgendwas. Das weiß man dann teilweise auch nicht mit den Spielen. Dadurch dann irgendwas blockiert ist und hast du Pech. Kann auch sein, dass der Weg vielleicht auch letzten Endes egal ist, dass ich vielleicht über beide Wege vielleicht entlang kommen würde. Lucky Star. Das wird sicherlich lang. Naja, das ist halt schau mal egal, wo ich lang gehe. Hier will ich jetzt nicht unbedingt lang gehen. So, da bin ich hergekommen, da geht's hier einen Weg, es gibt hier einen Weg, es muss doch hier auch noch was geben. Wo diese Brühe ist. Warum darf ich hier nicht reingehen? Ah! Ich weiß, was das für eine komische Brühe ist. Alter Fernseher. Ah ja, also wenn ich hier hinkomme, hier lang gehe, bin ich also hier angekommen. Ja, das Fahrrad hat sich auch ein bisschen gemütlich gemacht hier unten. Gut, wenn du schon hier unten leben musst. Ja, hätte ich auch, kommst du drauf. Ah! Wo geht's hier hin? Nirgends. Das war der Weg gewesen. Ah ja. Ah gut, ist alles noch eigentlich recht linear. Aber wie gesagt, ich möchte halt immer gerne alles machen. So, dann falle ich lieber nicht in das Wasser rein. Wenn das andere Wasser mich auch schon schädigt. Das Fahrrad, ihr müsst auch ein bisschen mehr Lampen aufstellen. Wenn hier einer reinfällt, nimmt man Schaden, das gefällt mir nicht. Dann ist das sicher hier unten. Das kann man nicht öffnen. Ah, ist der Weg schon wieder getrennt.
weiter. Bis wahrscheinlich dann die einzelnen Wohnungen wahrscheinlich. Hier in der 8. Hallo. What the... Oh, you did not just try and run a trace on me. Alright. Take that. Oh yeah, I hope you backed up that server tonight. Boss is gonna be real pissed when his mom starts getting love letters from porn sites. Hallo? What? Oh yeah, hold on a sec. Oh my god, are you kidding me? What are you using for security down there at Trash 80? Guys, it's called encryption. This is too easy. I'd let you off the hook, but stupidity always brings out the asshole in me. So, er kann also gut hacken. Hallo da drüben. Alright, yeah. Just 1 minute. No, nothing to worry about. Just a harmless email. Not a self-replicating embedded virus or anything. Wow, you really opened it. I can't believe you just opened it. What kind of a freaking idiot just opens it? Vielleicht sollte ich besser später wieder kommen. What? Oh yeah, sorry. The name's Mitnick. I'm in charge of computer systems, network, security, that kind of thing. You're the new kid, right? LaCroix's girl. Surprised you actually made it down here. Ich auch erzähle ein bisschen mehr von dir. Wundert mich, dass du hier auch noch gefunden hast. Jetzt sag mal die 3. Ich auch. Erzähl mal ein bisschen mehr von dir. Me? Like I said, I'm the resident tech head. Keep this place wired to the outside world. Gary wants me to keep it close on the street, and at the same time, I'm supposed to be upgrading the network. Was upgraden? Was wolltest du da gerade sagen? Nothing. Forget about it. Like I said, just some network stuff. Ich glaub dir nicht. Ja, richtig. Also, was hast du zu tun? I'm trying to add a few more network hubs in the city so we're covered in case of emergency. But Gary doesn't want anyone leaving until this whole thing with LaCroix blows over. Which basically leaves my freaking cheese hanging in the wind. Vielleicht kann ich dir helfen. Yeah, you do that? Man, that would really help me out. I could hook you up along the way. Make it worth your while. I got access to all kinds of goodies. Ich bin dabei. Was muss ich tun? I need a little time to set things up. Technical details. I'll send an email to your haven and tell you what needs to be done. That's all you need to know for now. Ich habe mein E-Mail-Adresse sogar gegeben. Übrigens, wie bist du hier gelandet? Mit Nick? Me? Before all this, I was a hacker. Good one, too. There wasn't a system I couldn't crack. Telcos, DOD, you name it. One time, I emailed the president all the nuclear missile activation codes. And the FBI was shitting their pants. Well, one day I ran across this system. Oh, totally dark. Unbelievable security. I fried 3 laptops trying to bust it. I worked on it for months. Didn't sleep much at all. I'd almost given up. But I caught a lucky break one night and finally broke in. Ja, und das war es? It was, Nosferatu database. Not even a really important one either. Which was probably the only reason I cracked it. I dug around for a while, got totally freaked out, and I unplugged. 2 hours later, guess who shows up at my door? Gary. And voila, here I am. Ja, Gary hat ihn als den Vampir gemacht. Oh, das ist so übel, du hast dich schnappen lassen und dich dann zu einem... Naja, tut mir leid. Schau mal die 2 und wie ist das Unleben seit dem, Unleben meine ich? Are you kidding? I love this shit. I mean, yeah, I'm not gonna win any beauty contests, but I wasn't too good looking before anyway. Now I get all the cool new toys, plus I just happen to get to live forever. Not a bad deal if you ask me. Und ein bisschen lange ohne eine Glotz, aber jetzt so
Mensch, der wieder noch anders verhaut, das sieht eigentlich jetzt aus. Kann ich mir denken, ich habe noch ein paar Fragen. Go ahead. Erzähle mir von diesem Ort. What, the Warrens? Not much to tell. Just a bunch of us living down here, trying to stay off the radar. It ain't pretty, but it's home. Gary's the big man on campus. He's running the show. Sieht hier ziemlich leer aus. There's more of us than you'd think. They're around. Well, you won't see too many of the brood down here, but they'll be watching you. Gerade gemütlich ist jedenfalls Suche nach Gary. Toll, ich habe ein paar Fragen an dich, wenn es dir nicht jetzt ausmacht. Go ahead. Ich suche nach Gary. Yeah, he knows why you're here. LaCroix must be pissed. But I hope you're not here looking for some payback. LaCroix knows better than to mess with Gary, sheriff or no sheriff. Ich bin nur zum Reden hier. Wo kann ich ihn finden? Was haben wir noch? Ich nehme noch einmal einen Trost. Kriege ich nicht aus diesem Loch, sag mir sofort, wo es ihm steckt. Ich nehme die 1. Ich bin nur zum Reden hier. Wo kann ich ihn finden? His room is just down the hall. You'll probably find him there. Or maybe he'll find you. Go ahead. His room is just... Na gut, mehr Fragen kann ich also nicht stellen. So, wie sieht's eigentlich bei ihm aus? Abspeichern. Hui. Sieht er hier einen Stuhl vom Friseur oder keine Ahnung, Zahnarzt? Wieso tippst du eigentlich auf einen Computer, der dunkel ist? Naja, vielleicht ist das ein imaginärer Computer, der halt im Moment nicht online ist. Gut, hat dann eigentlich hier einen Teppich oder wenigstens ein paar Lämpchen. Das ist natürlich auch doof, wenn die Lampen hier ausfallen, stehst du im Dunkeln. Hat zumindest einen neuen Rechner. Ja, hat er keinen Stuhl. Naja, gut. Ist auch seine Sache. So, hier komme ich nicht rein. Ich muss sehen, wo muss ich jetzt eigentlich hin. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, hier muss ich lang. Ich sehe nochmal nach, was es hier gab. Ich glaube, das war der Weg, da bin ich hergekommen, wenn ich durch diesen See da vorne laufen wollte. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen verworren, das Ganze hier. Naja, das war hier, wo ich durch diesen See gelaufen bin. Und diese Brücke. Kommst du nicht rein? Da hinten ist er. Gehen wir mal hier lang. Komme ich auch nicht rein. Hier komme ich rein. Bitch, fett, sit, bin. Ich finde eine alte, eklig Matratze, Teppich. Also hat wenigstens einen Stuhl, einen schönen Stuhl, ein Bürostuhl. Und auch ein Computer. Und auch die Bilder. Bitch, I can't believe she got the cover of Glamourella this month. Was, wovon reden Sie da? I mean, just look at her. Too fat, big teeth in her complexion. Does she wash her face with a cheese grater? Ganz ruhig, Cowgirl. Über wen genau reden wir hier eigentlich? Hier? Ich glaube nicht, dass du weiter bei irgendjemand das verlassen solltest. Sag mal die 1. I mean, like anyone ever knew who Tawny Sessions was before I left the scene. She'd still be a fluff girl at Vivisection, making $10 a stiffy if I was still around. Wer zum Teufel ist Tawny Sessions? Tawny Sessions is a wannabe face girl with no talent whatsoever and scabby little knees. Do you know she got Model of the Year? Before I got here, she would have had a hard time making the catalog for Jacques Penet. Der war gut. Wer bist du eigentlich? Oh, right. You probably don't recognize me with this whole Texas Chainsaw Massacre thing I've got going on here. My name is Imalia. Ach, das ist die Imalia. In dem ein Apartment, habt ihr doch ein Poster von ihr gesehen, von Imalia, wo sie noch hübsch war, als sie noch Mensch war. War gleich in Santa Monica. In der
Wohnung, also diesen Apartment, wo wir auch unseren Kollegen haben, hier dieser eine Ghoul, Mercurio. Der war doch das Nebenapartment gewesen, was wir da geknackt haben. Da war ein Poster von ihr. Und in Hollywood hat man auch einen Eintrag gehabt, dass sie angeblich dann gestorben ist gleich verbrannt oder so. Sie ist halt dann gestorben, offiziell verbrannt und naja, war wohl ein Feuer gewesen, dass sie dann halt gestorben ist. Aber offenbar nicht, sie ist halt so ein Vampir, ein Nosferatu geworden. Das ist also sie. Nur Emalia gibt es da keinen Nachnamen. Hey Emalia, wie kommt es, dass du Tony Sessions so hast? Sag mal die 1. Before this neat little makeover, I used to be a model. I was all over the place. TV, magazines, billboards. I mean, I was hot. Super hot. And I knew it, which is why Gary decided to invite me into his freaky little family. Naja, warum tötest du Tony nicht einfach? Dann würdest du dich wahrscheinlich besser fühlen. Na, nee, warum? Also hast du Tony, weil sie zum nächsten großen Model geworden ist, während du, das ist die 3. Vielleicht solltest du es einfach lassen, wie es ist. Dann wärst du wahrscheinlich glücklicher. Na gut, Gary wird sie denn zum Vampir gemacht haben, also ist die 4 eigentlich dämlich als Frage. Was meinst du damit? Gary hätte dich aufgenommen. Ich sag trotzdem mal die 4. Nosferatu have a sixth sense of humor. Sometimes they feel that their victims, namely moi in this particular case, have an overabundance of vanity and need to be taught an important life lesson. Verstehe. Was ist denn dann passiert? Das ist die 2 Normale. Nochmal zurück zu Tony Sessions. Warum betriffst du sie nicht einfach? Sag mal die 2. I don't want to kill her. That's too quick and painless. I want to ruin her name in the business for good. I want to dig up something on her that smells so bad even the tabloids will think twice about printing it. Klingt cool, was hält dich davon ab? Oh, deine Bitterkeit zieht mir echt runter. Da habe ich noch ein paar Fragen gestellt. Sag mal die 1. Gary says that everyone has to lay low until this thing with the prince cools down. Until then, I'm stuck here watching the whole world kiss Tawny's big fat ass. Vielleicht könnte ich dir weiterhelfen. Was müsste ich tun? I have some wireless cameras that I need you to set up in her apartment. One in her bedroom, one in her bathroom, and one in her kitchen. I'm sure you'll see good places to hide them once you're there. Sonst noch was? Once the cameras are in place, you'll need to hook them up to the network. Log into her computer using the password Cleopatra. From there, you'll be able to activate the cameras. Und teilweise die Kamera hoch runter geht, weißt du nicht. Was glaubst du dann zu sehen? Who cares? Sex, drugs, bad hygiene. Everyone gets a little dirty when the door is closed. Tawny's no different and probably worse than most. Und was ist für mich drin? Look, I'll definitely make it worth your while if you do it right. But listen, I don't want her dead. I want her to suffer. Get in and get out without her knowing about it. Understand? Klar, ich muss. You will? Great. Here are the cameras. She lives in Hollywood, an apartment building right across from the Lucky Star Motel. I had someone here dig up a spare key to her apartment for me. Take that, too. Ach, in Hollywood. Ich dachte erst vielleicht in Downtown, aber doch nicht. Cool, kann ich dir noch ein paar Fragen stellen? Sure, whatever. Und die Kamera ist noch nicht installiert, hast du schon klar. Erzähl mir, wie es dazu kam, dass du nun hier bist. Nosferatu have a sixth sense. Was hat er schon gesagt? Well, I just... Das Geld mit auf meiner Couch mit Martin in der Hand, was kannst du dir denken? Und hast du deine Lebenslektion gelernt? Yeah, the lesson is life is a cold-hearted bitch, so now I get to be one, too. You get that? You need to write it down? Laut und deutlich. Sure, whatever. Ich suche nach Gary. Weißt du, wo er ist? His room is just down the hall. You might be able to find him in there. Sure. His room is... Na gut, mehr kann ich nicht sagen. Na gut, es sieht zwar jetzt eigentlich unbedingt hübsch aus, aber so als Vergleich jetzt, als Nosferatu geht's noch gut. Man hat natürlich hier das, was bei dem Mund so hoch geht. Naja. Gut, auch hier mit Dekolleté ist eigentlich so, aber setzt sich für Fingernägel. Mit der riesige Krollen, naja. Ich lass dich mal alleine.
Da haben also 2 neue Aufgaben bekommen. Imalia will, dass sie in Tony Sessions Apartment-Kamera installieren, aktivieren, im Schlafzimmer, im Bad und in der Küche. Ein verworrenes Netz. Sie wollen mit Nick helfen, ein neues Nosferatu-Netzwerk einzurichten. Wird ihnen per E-Mail in ihrer Zuflucht Näheranweisungen geben. Na gut, muss ich erstmal meine Behausung zurück. Ist das hier eigentlich nur eine Lagerhalle? Ja, warum leuchten hier so rote Kisten? Ist doch nichts, was es eigentlich das so leuchten kann, oder leuchtet das durch die Kisten durch? Wenn ja, warum kann ich hier rein? Hier gibt es überhaupt nichts. Es ist schön, dass es hier was gibt, aber es gibt nichts in der Form, dass ich hier was machen kann. Ich kann nicht interagieren. Komisch. Vielleicht auch später. Wird das auch gleich Himalias zum Beispiel? Ja. Ach, wir hätten noch eine Webcam zerfallen lassen. Ach, ich weiß es, dass ich immer Sachen wegschmeißen muss. Ich gebe dir mal die Babypille. Kannst du dann nehmen. Auch wenn ich nicht glaube, dass du die brauchen wirst. Aber man weiß ja nicht. So, hier kommt man nicht rein. Da war ich eben gewesen. Ich sag's ja nicht gerne, ihr Nosferatu, aber das ist ja nicht sehr sicher hier. Könnt ihr das nicht mal reparieren? Da meckern die rum, die haben nichts zu tun, wissen nicht, was sie machen so für lauter Langeweile, aber dass sie diese scheiß Brücke mal reparieren. Und das irgendwie mal ein bisschen hübscher machen. Hier können wir so viel machen, was man alles machen könnte. Mehr Lichter und generell ein bisschen hübscher und hier, dass man nicht kriechen muss, um hier hochzukommen. Wir können ja so vieles machen. Hey, jetzt jemand schön die Ratte verspeist. Die will ich aber eigentlich verspeisen, die auch. Die ist auch schon verspeist. Ah. Das ist Garys Zimmer. Ach, das Notenbüchlein für Elise ist das Lied, was da gespielt wird. By the clack-smack cracking of my thumbs, something wicked this way comes. I don't remember seeing you on the guest list for the dinner party. We're having a wrap party for the misfits, about 40 years late. Cast and crew only, boss. Misfits. Sind Sie, zeigen Sie sich. Sind Sie ein Feigling? Wo sind Sie? Maybe I'm in your head. Uh-oh. You might have picked up one of those psychoses so common to new kindred. Ich muss bloß mit Ihnen reden. We are talking, but you aren't listening, boss. Sie lassen zu uns von Angesicht zu Angesicht reden. Wer sind Sie? Na gut, das ist scary, das kann man sich ja vorstellen. Wer sind Sie? Maybe I'm a ghost. Oh, come on. Don't tell me you just stumbled down here. What I need to know is why you're here. Wo sind Sie? I'm over here, boss. Wait, maybe I'm over here. Or maybe I'm behind you with a hatchet in my hand. Or did you ever stop to think that your fear, if given a voice, would sound like this? Was wollen Sie? I don't know, boss. You tell me. After all, I didn't crash your party. Bin hier, um Sie zu töten, um Gottes Willen. Ich bin wegen des Sarkophags von Ankara hier. You don't say. Wake up, boss. Who do you think you're dealing with? Why else would LaCroix send you on this snipe hunt? Oh, that's right. I know you work for the prince.
Warum haben Sie dann danach gefragt? Wahrscheinlich, ob ich die Wahrheit sage wahrscheinlich. Erzählen Sie mir einfach, was Sie über den Sarkophag wissen, damit ich heraus kann. You should have got here sooner. That lot's been sold. Wer hat Sie gewonnen? I like to discuss business face to face. Zeigen Sie sich. Are you sure, boss? You don't want my image in your subconscious. It's the stuff nightmares are made of. Diese Spannung bringt mich noch um. Ja, kommen Sie schon raus. Diese Spannung bringt mich noch um. Careful what you wish for. You just might get it. Und? Behind you, boss. Oh. Das eine Ohr ist aber ganz schön klein im Vergleich zum anderen. Also schlimm sieht das nicht aus. Wer sind Sie? What? You don't recognize me from the pictures? Gorgeous Gary Golden? Don't tell me you missed Pirate Town or Tap Hotel. Little before your time, eh, boss? Well, those days are long past. Nowadays, it's just Gary. Ah, das ist also Gary Golden, hat man auch mal gesehen, der ist danach gestorben. Oder angeblich gestorben, der auch ein guter Filmemacher war. Und halt als Schauspieler war, hat er dann in diesem Netzwerk mal herausgefunden. In diesem Internetcafé, wo sowas da stand überall. Ich bin entzückt. Wo ist denn jetzt der Sarkophag? Where did it go? That thing seems to get around more than Mae West. Why, might I ask, should I give you that information? Was? Weil ich Ihnen diesen Zimische vom Hals geschafft habe. Oh, my hero. Had it not been for that damn Shamisi, you'd still be searching under rocks for us. It was hardly a favor, but I know where your prince's prize is. There's very little that doesn't leak down into this place. Tell me, boss, you ever gone up against a Kuei Jin? Ein Kuei Jin, das sind ja diese chinesischen Vampire. Da habe ich schon eine Kuei Jin Todesmaschine. Was hat das denn mit dem Sarkophag zu tun? Ich sag mal die zwei. Was ist ein Kuei Jin? The Kuei Jin are vampires, but not like kindred. Sometimes known as the vampires of the East. But they ain't kin, boss. They're just someone else that, if you ain't being careful, might give you the final death. Erzählen Sie mehr. Was haben wir noch? Ich glaube, ich habe in Santa Monica eine von Ihnen getötet. Was ist mit denen? Ich kann mal die drei sagen. Ich glaube, ich habe in Santa Monica einen von Ihnen getötet. Was ist mit denen? Even for old Gary, there ain't much more to tell. You see, I sent an agent, Barabbas, to snoop around Chinatown, do a little hacking, make a few contacts. But he hasn't been calling lately, and it's breaking my heart. Ich verstehe. Nur weiter. So, und dann noch, dass Sie mich fragen, dass ich was an Ihnen finde. Sag mal die eins, ich verstehe. Nur weiter. You up for a little trip to Chinatown? You're in no danger there. Me? Best you don't mention my name there, boss. That's the going rate for my info right now. You get our chum back from Chinatown, I'll give you what you need. Keine Chance machen, sich selbst verschwinden. Ich werde gehen. Sie es sich was kosten lassen. Sagt die eins abgemacht. Sagen Sie mir, was ich tun soll. The Golden Temple in Chinatown. It's a piss-poor copy of a real place. Looks like it'd be more at home in a theme park. That I saw is where you'll find the leader of the L.A. Kuei Jin. They call her Ming Zhao. Sounds dangerous? No, this ain't a suicide mission, boss. You'll be more of a curiosity than a threat. Talk to Zhao, ask her where my boy is, and get him back. Once he's safe, I'll tell you everything you need to know about the sarcophagus. Wenn sich die Kindskinder mit den Kuei Jin nicht im Krieg? Klingt gefährlich, haben sie irgendwas, was man schützen könnte? Warum geht er nicht selbst? Dann schön ich gehe. Also hält man sich an Teltabbrauchung ein. Sag mal die zwei. Klingt gefährlich, haben sie etwas, das mich schützen könnte? Let's see what I got. Use your head and your eyes.
Chinatown's more liable to off you than 10 Hollywoods, but not if you're smart. Wie fühlen sich die Keynes-Kinder mit den Kugelschellen nicht im Krieg? Not that I know of. It's like the eye of the hurricane right now. Don't make those winds blow, boss. Let's see what I got. Use your head and your eyes. Warum gehen sie nicht selbst? Forget it, boss. It's Chinatown. Die 1 habe ich schon gesagt, die 2 auch. Gut, na schön, ich gehe, aber halten Sie besser Ihren Teil der Abmachung ein. Of course. What kind of a monster do you take me for? There is a method to my madness, boss. There's a payphone in Chinatown. I'll call you with the info once Barabbas is safe. Until then, you'll never know where I am. So gut wie erledigt. Bis dann. Ach, deswegen ist das Gary schon wieder weg. Gut, was haben wir hier eigentlich? Wahrscheinlich eine alten Filmplakate hier. Gary Golden. Oder wahrscheinlich mal mitgespielt hat. Das ist also eine Filmszene, die er nachspielt. Wahrscheinlich mit den alten Schauspielern, die man ausgebuddelt hat, wo er sich ein krankes Spiel macht. Wo das sozusagen nachspielt. Oh, ich hänge fest, ich komme hier nicht durch. Ich glaube, jetzt kommen wir dann bei der Gruft raus. Als Abkürzung, dass wir nicht den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Wäre sonst ein bisschen doof, wenn wir das alles immer wieder aufs Neue machen müssten. Weil wäre es natürlich das Ding doof, klar, das Fahrrad müssen wir selbst wie schnell von A nach B kommen und nicht, dass die eine halbe Ewigkeit brauchen. Und eine halbe Wanderung machen müssen, um dann nach Hause zu kommen. Ach Mensch! Das Fahrrad könnte nicht mal diese Leiter reparieren. Mensch! Das ist ja... Hab ich doch gesagt. Tür zu. Was ist denn hier, wo das so... 2. Deswegen hier fehlen auch solche Dinger hier an der Seite. Da kann man das erkennen. Gegenüber von dem Fenster, da fehlen diese Teile hier. Große Spinnwebe, das sind diese großen Dinger. Ah, hier war der Filmumschlag gewesen. Hier diesen einen Film, den wir mal gefunden haben. Oh, das ist ja... So, wo ist eigentlich die Tür eigentlich? Wo komme ich eigentlich wieder raus hier? War das die Tür? Nee. Hier war die Tür. So ist mal keine, weil Vampire sind schon keine Zombies unterwegs. Wenn wir schon mal lesen, können wir bei Romero vorbeisehen. Müsste ja eigentlich nirgends mal fertig sein, dass er mit der Woche Spaß gehabt hat. Hallo. How's that whole blood-sucking thing working out for you? Nicht übel, wie läuft's auf dem Friedhof? Moon comes up, dead come out, hammer comes down. TV gets a lousy reception. All in all, life's having around swell. Tja, wenn du so alles schuld, dann musst du wohl nachhelfen. Oh, ich hab Munition genommen. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle werde ich jetzt auch die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne wissen wollt, oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann
mal die Aufgaben hier abschließen. Das ist zum Beispiel, wo wir die Hund-Wiese machen, dass wir dann diese Webcam installieren. Diese ist eine ferngesteuerte Webcam. Dann werden wir das dann machen. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.